Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist unser nächster Kandidat. Er war schon mal, also ein anderes Modell war schon mal bei mir auf dem Schrott. Genau, die gleiche Farbe. Das ist hier Grünchrom. So, falls ihr euch fragt, was zum Teufel ist das überhaupt für ein Grünchrom-Auto? Es ist ein 1968er Ford Mustang Shelby GT. Obwohl, es ist kein Shelby, sondern nur ein Ford Mustang GT. Baujahr 68, Hersteller Greenlight. Greenlight? No, Sekunde. Ja, Greenlight. Und er kam jetzt hier auf den Schrott, weil er Lackschäden hat. Hier einmal. Und das ist bei diesem Chrom natürlich tödlich, ne? Nachlackieren ist nicht. Hier hat er auch Lackschäden. Und deswegen ist er jetzt zum Verschrotten freigegeben worden. Preislich ist dieses Modell sehr hochwertig, weil es ist auch wert. Motorhaube, Kofferraumdeckel, Türen gehen auf. Alles sehr schön detailliert gemacht mit Gurten und allem drum und dran. Gurte, ja. Schöner Motor, schöne Lackierung, außer natürlich die Lackschäden. Die sind nie so schön. Aber alles andere ist richtig schön an dem Auto. Ich sage euch auch mal ganz ehrlich, ne? Das ist auch mal was anderes. Dieses Grünchrom. Normalerweise dieser Bullet Mustang, das ist jetzt hier ein Bullet, Steve McQueen Bullet. Der ist ja normalerweise normal grün. Aber dieses Chromgrün ist schon geil. Muss ich ehrlich zugeben. So, heute wird es eine lange Nacht werden für euch. Es kommen jede Menge Videos, weil auf den Lack muss ich ja sowieso ganz Rücksicht nehmen. Ja, weil Hütte ist voll. Hütte ist voll und ich muss hier mal ein bisschen Akkord machen. Und mal ein bisschen die Autos aus der Welt schaffen. Irgendwie gibt es zu viele Modellautos auf dieser Welt und ich muss jetzt mal ein paar dezimieren. So, ich habe jetzt hier erstmal die Scheinwischer abgemacht, also alles, was jetzt schnell abbricht. Die Antenne will anscheinend hier nicht raus. Komm, Antenne. Da ist die Antenne. Sehr gut. So, Scheinwischer, Antenne. Spiegel geht mit der Tür raus. Ich glaube, die Stoßstange muss ich von hinten abschrauben. So. Preislich ist dieses Modellauto im höheren Segment unterwegs. Also man findet die zwischen 70 und 120 Euro. Wobei unter 100 Euro wird immer schwieriger. Das heißt, wenn ihr mal einen bekommt oder es wird euch einer mal angeboten für unter 100 Euro, könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Der wird nicht mehr billig. So. In letzter Zeit verkaufe ich auch viel. Also ich habe den ja schon mal zerlegt und in Teilen. Aber es gibt ja immer Leute, die wollen ja dann natürlich die ganze Karosserieteile und die bauen die dann sich wieder zusammen oder machen aus dem Normalgrün ein Chromgrün. Und ja, gibt es halt viele Gründe, warum man hier bei mir die Teile aufkauft. So. 2, 4 Schrauben, aber es sind bestimmt 6. Im Radkasten ist bestimmt noch eine Schraube. Ich gucke. Irgendwo im Radkasten hinten. Oder hier unter dem Diffuser. Guck mal, obwohl ich den schon mal zerlegt habe, meint ihr, ich weiß jetzt aus dem Stehgreif sofort, wo die Schrauben waren? Ne. Aha. Da, genau unter dem Rad. Genau unterm Reifen. Der hat auch geile Felgen. Der hat diese richtigen klassischen Muscle Car Felgen. Ich glaube, der Charger genau fast die gleichen. Oder die gleichen sogar, ne? Ich meine, der Bullet, den gibt es ja auch mit dem Charger. Na komm schon. Sehe ich das nicht, ob ich die Schraube jetzt löse oder nicht.
Ja, die löst sich die Schraube, aber irgendwie nicht so richtig. Jetzt aber. Was für ein geiler Motor, ne? Ah, das macht Spaß, sowas. Das sind auch noch richtige Modellautos, ne? Alles geht auf. Ein fetter Motor drin. Eine schöne Lackierung. Also, was das Herz begehrt. So, da geht schon die Vorderachse runter. So. Ah ja, ich wollte euch die Felgen zeigen. Geile Felgen, ne? Das ist so matt grau ist das. Und das ist aufpoliert. Aufpolierter Kunststoff. So. Ihr müsst den Luftfilter abmachen, weil da drin ist eine Schraube. Na komm. Das war's. Aber geiler Motor, ne? Allein der ist schon sehr dekorativ, finde ich. So. Mal gucken, wenn es mir die Zeit erlaubt, dann werde ich wahrscheinlich noch ein Schlachtfest machen. Weil es hat sich sehr viel angesammelt wieder von dem letzten Schlachtfest. Und das muss alles jetzt abgearbeitet werden. Ja, schön. Gurte hinten, vorne, alles vorhanden. Und die Gurte, die sind hier sogar in so Fächern drin. Wie beim echten Mustang. Die sind dann in so einer Halterung drin, wenn man die nicht braucht. Geil, oder? Ja, auch so geile Details kommen die, ne? So. Die Türretten. Das ist schon ein lohnenswertes Modellauto. Ihr könnt natürlich auch den Normalgrün kaufen. Der ist, glaube ich, auch sogar ein bisschen teurer sogar, weil er halt der Original Bullet ist, ne? Ich komme nicht an diese verdammte Schraube dran. Die sitzt sehr fest. Und das ist natürlich die Schraube, die zur Türe ist mit dem Spiegel. Und desto mehr ich so rumhantiere, aha, jetzt geht's. Und desto mehr ich so rumwackle und rumhantiere, ist die Gefahr halt groß, dass der Spiegel abreißt. Oh, Heckscheibe. Warum geht die Heckscheibe ab? Warum ist die durchgebrochen? Ich hab doch gar nichts da gemacht. Sachen gibt's. Da bricht einfach mal eine Heckscheibe ab. Ich war noch gar nicht mal in der Nähe der Heckscheibe. Schöner Kofferraum mit Ersatzfelge und einem Teppich, was auch immer. Ah, hier muss man erstmal die Stoßstange abmachen. Der Motorraum.
schön, ne? Da seht ihr auch mal, das glänzt richtig schön. Das ist richtig so Chromlack halt, ne? Sehr aufwendig zu lackieren, das kann ich euch mal erzählen. Ich als ehemaliger Fahrzeuglackierer. So, jetzt der Kofferraumdeckel und dann mache ich mich an die Bauteile dran, die keine Schrauben haben. Obwohl, die Stoßstange muss ich noch abmachen. Aber da verbirgt sich die Schrauben für die Stoßstange. Das hackt mich. Oh, krass hier mit der Windschutzscheibe, mit der Heckscheibe. So. So, um jetzt das hier hintere Teile abzumachen, müsst ihr die Stoßstange lösen. Das sieht blöd aus, ist aber so. Weil hier und da sind Schrauben. Nummernschild mache ich natürlich ab. Das wird separat verkauft. So. Allein schon wegen dem Bullet. So, vorne hat das glaube ich nicht so. Vorne ist die Stoßstange Einzelteil. So. Zack. Ohne Bruch, ohne Chemie kriegt man hier die Stoßstange ab. So. Kühlergrill, ohne Ford-Emblem, ohne Shelby Cobra Zeichen, gar nichts. Sehr hübsch. Abdeckung, Luftfilter, keine Ahnung, wie sich das Ding hier nennt. Kiemen. Wie nennen die sich denn? Lüftungsgitter. So. Jetzt pieksen wir mal die Scheinwerfer raus. So, ein Scheinwerfer. Zweite Scheinwerfer. Ach guck mal, das Inlet gar nicht mit rausgekommen. So, jetzt brauche ich einen Dremel. Weil das Armaturenbrett haben sie aus irgendwelchen Gründen auch immer festgenietet. Und die Windschutzscheibe, die hängt auch noch an einer Niete. Und ohne Dremel komme ich jetzt nicht weiter. So. Mein Freund der Dremel und Kamerahasser. Momentchen. Da ist geschmolzener Kunststoff auch dran auf meinem Dremel. Eigentlich heißt das ja Winkelschleifer. Ne, die Winkelschleife ist ja ein Flex. So, das Armaturenbrettchen.
Leider fehlt hier das Emblem, aber ansonsten ist es ganz gut geworden. Man hat sich richtig schön viel Mühe gegeben, auch bis in die Ecken reingeklebt, alles. Eigentlich alles ganz gut, aber hier, wie gesagt, fehlt das Emblem. Ich weiß, der hat eins. So, das war's. Ey, 15 Minuten, ey. Lecco mio. So lange wollte ich eigentlich nicht, dass es das geht. Eigentlich wird das ein schnelles Video werden, weil ich den ja schon mal zerlegt hatte. Gut, so ist es halt. Schönes Modellauto, sein Geld wert. Also ihr könnt ruhig was dafür ausgeben. Da macht ihr nichts falsch. Er wird auch nicht mehr billiger werden. Ich habe zwar die Befürchtung, dass Greenlight irgendwann mal eine Neuauflage rausbringt, aber das könnte eventuell noch ein bisschen was dauern. Aber wie gesagt, schönes Modell. Eine sehr außergewöhnliche Lackierung und macht echt was her. So, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Video.